Hallo, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Wenn euch mein Video gefällt, dann lasst mir doch bitte ein Like da, kommentiert's und abonniert mich. Danke. Jetzt fangen wir mit unserem Fischrezept an. Ich habe hier eine Dorade, aber ihr könnt so ziemlich jeden Fisch nehmen, Frischfisch. Achtet darauf, dass euer Fisch wirklich auch frisch ist. Das erkennt ihr daran, dass er nicht so glasige Augen hat, sondern eigentlich mehr strahlend. Und man erkennt es wirklich am Gesamtbild vom Fisch und am Geruch natürlich auch. Das Wichtigste bei der Zubereitung ist ein wirklich scharfes Messer, weil ohne dem seid ihr aufgeschmissen. Wie ihr seht, habe ich bei meinem Fisch den Kopf abgeschnitten, aber ihr könnt es auch noch dran lassen. Wenn ihr es abschneidet, achtet darauf, dass ihr das direkt also schräg unterm Kiemen abschneidet. Und den Fisch müsst ihr mittig, also vom Kopf bis zum Schwanz entlang mittig aufschneiden. Nun könnt ihr den Fisch jetzt auch ausnehmen. Dabei passt auf, innen ist so eine ganz dünne Haut, die entfernt ihr am besten gleich mit. Mit Handschuhen ist es nicht so einfach, aber zu Hause könnt ihr ja auch ohne Handschuhe diese Arbeit verrichten. Jetzt zeige ich noch, wie ihr am besten die Schuppen wegbekommt. Und zwar müsst ihr mit dem Messer, oder da gibt es auch so spezielle Geräte, aber ich nehme das Messer. Am besten packt ihr den Fisch beim Schwanz und hebt ihn fest und dann arbeitet ihr euch nach vorne. Guckt, dass ihr überall die Schuppen entfernen könnt. Und das, was eigentlich noch drauf bleibt, geht meistens, wenn wir den Fisch nachher waschen, auch alles weg. So, jetzt waschen wir die Fische, am besten unter fließendem Wasser, damit auch wirklich alles von Schuppen befreit ist. Und dann legt man sie auf die Seite zum Abtropfen. Und in der Zwischenzeit kann man ja die Vorbereitung dann für das Panieren treffen. Dazu ist es ganz wichtig, brauchst du eine Zitrone. Die ist für den Geschmack und auch, damit deine Wohnung hinterher nicht so nach Fisch riecht. Zum Würzen nehme ich eigentlich nur Salz. Ja, die streust du auch über die Fische und dann tust du das mit dem Zitronensaft dann auch innen in das Fleisch einreiben, so dass überall was dran kommt. Und danach fangen wir eigentlich auch an schon zu panieren. Ich habe hier ziemlich große Doraden gehabt
und habe pro Fisch circa 3 Esslöffel Mehl gebraucht. Also je nachdem, was für einen Fisch ihr macht, könnt ihr euch das einrichten. Ihr seht ja auf dem Video, wie viel ungefähr drauf kommt. Am besten fängt ihr mit der Schwanzflosse an und arbeitet euch vor. Und dann dreht ihr den Fisch und paniert die andere Seite. Und zum Schluss gebt ihr noch ein bisschen Mehl in die Innenseite, dass die auch schön knusprig wird. Also dieses Rezept ist wirklich fantastisch. Der Fisch ist von außen total knusprig und von innen ist er butterzart. So, jetzt nehmt ihr ein bisschen Öl in eine Teflonpfanne, also die darf später nicht kleben, weil da ja Mehl drauf kommt. Den Test, ob auch das Öl richtig erhitzt ist, könnt ihr machen, indem ihr ein bisschen Mehl in das Öl reinstreut und sobald es anfängt zu zischen, könnt ihr den Fisch reinlegen. Noch einen kleinen Tipp: Anstatt eine Zange nehmt ihr lieber einen Pfannenwender. Es ist praktischer zum Umdrehen. Legt den Fisch vorsichtig in die Pfanne und circa 3 Minuten von jeder Seite. Ab und zu auch mal wenden. Also das Wenden ist sehr wichtig, damit euer Fisch ja, nicht verkohlt. Wenn ihr beide Seiten angebraten habt, dann legt den Fisch in die Mitte von der Pfanne, dass sie auch von innen her garen kann. Und anschließend ist es fertig. So, wie ihr sehen könnt, sind wir auch schon fertig und sie sind wirklich alle wunderschön geworden. Wer Fisch mag, sollte dieses Rezept unbedingt probieren. Ich jedenfalls wünsche euch jetzt schon einen guten Appetit. Schön, dass ihr da wart und vergesst nicht abonnieren, liken, kommentieren.